Wie schafft man es, dass sich ein Kind in einem fremden Land zu Hause fühlt? In meiner ehemaligen Schule hatten wir vermehrt Expertkinder, Diplomatenkinder, die oft für ein Jahr oder mehrere Jahre an der Schule waren. Die Mitschüler fanden sie immer sehr interessant und sie waren bei fast allen Schülern immer sehr beliebt. Also, wie schaffen es andere Kinder, Umzüge gut hinter sich zu bringen und sich in einem neuen Land zu Hause zu fühlen? Mein Name ist Alexandra, ich bin ehemalige Lehrerin, habe Psychologie studiert und die Ausbildung zum Coach gemacht. Über die letzten 10 Jahre habe ich mit Jugendlichen in Ländern wie Österreich, Niederlanden, französischer Schweiz und USA gearbeitet und möchte jetzt mein Netzwerk auf Südamerika ausweiten, wo wir uns momentan aufhalten. Mit Hilfe einer deutschen Expertmutter, die mir einige Fragen zu ihrer Auswanderung mit ihren Kindern beantwortet hat, möchte ich in diesem Video besprechen, wie sich Kinder in einem fremden Land zu Hause fühlen und wie ein Kind seine Identität finden kann, wenn es sich immer wieder auf eine neue Kultur einstellen muss. Wenn du mit deinen Kindern ins Ausland gezogen bist oder es vorhast, lass mich wissen, was für dich und deine Kinder besonders wichtig ist und schreib es mir in die Kommentare. Für Kinder hat es so viele Vorteile, in ein neues Land zu ziehen. Sie lernen eine neue Kultur kennen, ein neues Land, eine neue Sprache. Sie lernen sich anzupassen an neue Gegebenheiten, eine neue Umgebung. Aber der Nachteil ist, dass es eine große Veränderung für das Kind mit sich bringt. Und das kann mental auch eine große Herausforderung werden. Also was kannst du tun, damit dein Kind bei einem Umzug in ein neues Land seine Identität findet? Zuallererst, lass dein Kind an den Umzugsplänen, an den Vorbereitungen teilhaben. Je mehr sie involviert sind, desto mehr sind sie dafür bereit und sehen es auch als was Positives. Die Bedenken des Kindes hängen von Alter und Persönlichkeit ab. Ein 3-jähriges Kind wird sich eher Sorgen machen, was mit seinen Spielsachen passiert, während ein Jugendlicher, ein 15-Jähriger, wahrscheinlich seine Freunde nicht zurücklassen möchte. Also es ist sehr wichtig, Kinder, egal welchen Alters, in die Vorbereitungen zu involvieren, damit sie es als etwas Positives sehen und auch bereit sind, diesen großen Schritt zu wagen. Eine gute Methode, um die Kinder auf den Umzug einzustimmen, ist, sie an den Vorbereitungen teilhaben zu lassen, sie zu involvieren. Je mehr sie daran teilhaben und ein Teil davon sind, desto positiver werden sie den Umzug in ein neues Land auch sehen. Es gibt zum Beispiel viele Vorbereitungen wie beim Kistenpacken, Kisten beschriften. Bei unserem ersten Umzug nach Mexiko und dann weiter nach Paraguay gab es viele Behördengänge, Schreibarbeiten. Wenn Kinder alt genug sind, können sie da genauso helfen. Reisepassausstellung, Visabeantragung, Einschreiben in eine neue Schule, Auslandskrankenversicherung. Es gibt unzählige Dinge, die auch für Kinder bereits relevant sein können. Außerdem fühlen sie sich dann eingebunden und es fördert schon früh die Selbstverantwortung. Macht dein Kind mit der neuen Umgebung, mit dem neuen Land vertraut. Es gibt Landkarten, Reiseführer, Online-Portale, Facebook-Gruppen, alles Mögliche, wo man sich schon im Vorhinein über das Land informieren kann, Land und Leute, Gewohnheiten. Je mehr dein Kind bereits im Vorhinein über das Land und die Kultur erfährt, desto eher wird auch die Vorfreude da sein. Es ist wichtig, sich mit dem Integrationsthema zu befassen. Wie kann man Teil der neuen Community werden? Welche Freizeitaktivitäten gibt es? Kann man das Kind und sich selbst bereits in Sprachkurse einschreiben? Vielleicht kann man gemeinsam traditionelle Gerichte kochen, die in einem Land gerne gegessen werden. Fernsehserien schauen, alles um sich mit der neuen Kultur anzufreunden. Hier ist noch ein paar Tipps der Expertmutter für die erfolgreiche Eingewöhnung des Kindes in ein neues Land. Die Umstellung soll als positives Ereignis dargestellt werden. Solltest du Ängste oder Zweifel haben, teile diese nicht mit dem Kind. Aber verbringe so viel Zeit wie möglich mit ihm. Zu Beginn, sobald ihr im neuen Land seid, erkundet die Umgebung, die Nachbarschaft, dass im Ernstfall das Kind sich auch alleine zurechtfindet. Plant die ersten Aktivitäten, die das Kind alleine oder mit dir oder mit der Familie machen kann. Falls ihr in den Schulferien ankommt, ist es wichtig, dass sich das Kind nicht langweilt. Was gibt es in der Gegend zu tun? Gibt es größere Städte rundherum, die man besuchen kann? Sorge dafür, dass dein Kind beschäftigt bleibt. Binde auch ein paar Gewohnheiten von zu Hause mit in den Tagesablauf ein. Das festigt und gibt auch ein bisschen Sicherheit. Unterstütze dein Kind bei der Suche nach Freunden. Es gibt Expert-Communities oder Mütter in der Nachbarschaft vielleicht, wo Kinder bereits Freundschaften knüpfen können, die auch außerhalb der Schule stattfinden. Die Angst vieler Expert-Eltern ist, dass das Kind ohne Identität aufwächst. Also meine Frage an die Expert-Mutter war, zur Identitätsfindung: Sind Expat-Kinder heimatlos oder Weltenbürger? Für sie meistern Expat-Kinder diesen Balanceakt zwischen den verschiedenen Kulturen. Sie fühlen sich überall und nirgendwo zu Hause, haben auf jeden Fall eine große Herausforderung, ihre Identität zu finden und fühlen sich daher auch eher hingezogen zu anderen Kindern, die den gleichen oder einen ähnlichen Hintergrund haben. Ich habe das genauso bei uns in der Schule bemerkt, dass sich
die Expat-Kinder untereinander auch sehr viel besser verstanden haben oder einen engeren Kontakt hatten. Was sind jetzt Zukunftspläne von Expat-Kindern? Wo werden die in 10 oder 20 Jahren sein? Was tatsächlich oft zutrifft, ist, dass Expat-Kinder, wenn sie erwachsen sind, einen nomadischen Lebensstil wählen. Sie finden es oft langweilig, sesshaft zu sein, sie sind es ja gewohnt, immer wieder herumzuziehen und sind durch ihre Vergangenheit auch besonders aufgeschlossen und anpassungsfähig. Wenn du mir gerne von deiner Auslandserfahrung erzählen möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und mehr über deine Situation zu erfahren. Du kannst mich gerne kontaktieren auf Instagram, auf Facebook oder über meine E-Mail-Adresse alexandra@learnallover.com. Ich freue mich von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.